Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Inkscape-Tutorial, das heute ganz kurz dauern wird. Ich zeige heute in wenigen Schritten, wie man so einen Effekt vom Originalfoto Bitmap nachzeichnen kann und dann so einen Effekt erlangt. Gut, machen wir das Foto einmal weg. Wir sagen einmal da Datei und Dokumenteneinstellungen und wir wollen nämlich diesen Rahmen einmal entfernen. Und so am Rand der Seite anzeigen, das Hackerl raus, dann haben wir das weg. Importieren uns einmal die Bilder. So, mal so rein. Okay. Habe jetzt dieses Bild hier und gehe jetzt auf Bitmap nachzeichnen. Ich habe dieses Fenster schon offen. Ihr findet das an unter Pfad Bitmap nachzeichnen, drückt da drauf und dann müsst ihr jetzt dieses Bild haben. Alternativ noch Umschalttaste Alt und B, Bertha, B wie Bertha. So, was haben wir da Schönes? Ich zeige euch heute nur eine Möglichkeit, denn hier seht ihr mehrere Möglichkeiten. Das ist dann eine Spielerei, da könnt ihr ausprobieren, was ihr wollt. Was ist wichtig? Ihr könnt da eine Live-Vorschau einschalten, indem ihr da ein Hackerl reinmacht und da seht ihr schon das zukünftige Ergebnis, vorausgesetzt ihr habt das jetzt markiert da, die Dame, und hier könnt ihr den Schwellwert nach oben drehen, seht ihr das, nach unten, so, wie ihr wollt, so. Wenn euch das passt, sagt ihr einfach, okay, das dauert dann ein bisschen. Der Rechner rechnet das jetzt aus und ihr habt dann in Kürze das Ergebnis. Das dauert bei meinem Rechner ein bisschen, der ist schon ein bisschen schwächer. Okay, und jetzt kann man, wenn man das da herzieht, auf die Seite, hat man schon das Originalbild, können wir jetzt einmal entfernen und haben wir dieses Ergebnis. Das ist jetzt eine Vektorgrafik, das heißt, ihr könnt es verlustfrei vergrößern, verkleinern, skalieren, wie ihr wollt. Ihr könnt das auf eine Hauswand aufziehen, ihr werdet das verlustfrei wiedergeben können. Das ist eine ganz nette Spielerei, kann man vielleicht auch brauchen. Ich kann euch jetzt ohne die Gefahr auszusetzen, dass mein Computer abstürzt oder das Programm, jetzt euch nicht zeigen, wie man diese Flecken jetzt noch wegkriegt. Ich sage euch nur, es ist relativ einfach. Vielleicht zeige ich es euch einmal in einem anderen Tutorial. So, sage ich mal danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Ein Abo umso mehr. Danke, bis zum nächsten Mal. Baba.